Johannes 1,29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes der Täufer hat das gesagt. Und er hat nicht gesagt: Siehe, da kommt Jesus, der Sohn Gottes, sondern er sagte: Da kommt das Lamm Gottes. Und das ist eigentlich komisch. Normal sagt man das nicht, wenn irgendein Mensch des Weges kommt, dann sagt man nicht, jetzt kommt ein Lamm oder ein Schaf oder sonst was. Es kommt derjenige oder derjenige. Also das ist schon mal das Außergewöhnliche an der ganzen Sache. Aber er wollte den Juden damit ja was mitteilen, und die Juden wussten ja, für was braucht man ein Lamm zu der Zeit. Ja, die mussten immer wieder ein Lamm opfern wegen ihren Sünden. Für die eigenen Sünden letztendlich, oder der Hohepriester eben für die Sünden des Volkes. Aber einen Menschen als Lamm bezeichnen und einen Menschen zu opfern, das war dann doch ein bisschen, wahrscheinlich war ja das ein bisschen zu viel. Da werden bloß noch große Fragezeichen in ihren Hirn gewesen sein. Aber es ist deswegen, weil Gott jetzt ein Lamm opfern würde. Nicht mehr Menschen mussten opfern, sondern jetzt hat Gott eingegriffen und hat gesagt, jetzt opfere ich. Und ich opfere es noch dazu für die ganze Welt und nicht nur für die Israeliten. Und das ist ihnen erst richtig seltsam vorgekommen, weil die Israeliten waren ja sowieso der Meinung, es ist ihr Gott und der hat mit den anderen Nationen nichts zu tun. Und jetzt kommt Gott und sagt, jetzt opfere ich ein Lamm, in Anführungsstrichen, und noch dazu für die Sünde der Welt, für die ganze Welt. Ich glaube, die haben überhaupt nichts kapiert und verstanden, als sie das hörten, was Johannes der Täufer sagte. Aber er war ein Prophet und er sprach prophetisch. Gott wusste nämlich, dass die ganzen Tieropfer, die die Menschen dargebracht haben, nicht ausreichen, um Sünden wegzunehmen. Diese Sünden wurden eben durch dieses Tierblut nur bedeckt, aber nicht weggenommen. Also musste Gott handeln. Warum handelte er? Aus reiner, purer Liebe zu den Menschen. Nicht nur zu seinem Volk, sondern zu den Menschen auf der ganzen Erde. Warum? Weil Gott, nach 1. Johannes Kapitel 4, Liebe ist. Er ist ein gerechter Gott, aber er ist noch viel mehr ein Gott, der liebt. Somit erklärt sich auch der Vers in Johannes 3, Vers 16 und 17, der bekannt ist. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder opferte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, also verurteilte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Von der Sünde, von Adams Sünde her und deren Folgen. Dafür hat Gott nun sein Opferlamm gebracht. Er ist aktiv geworden und er hat ein perfektes, sündloses Opfer gebracht. Er hat dafür gesorgt. Und dieses Opfer war nicht ein Tier, es war einfach ein Mensch, ein sündloser Mensch. Letztendlich eben sein Sohn in menschlicher Gestalt. Nur ein Mensch konnte auch diese Sünde des Menschen von Adam her auch wieder aufheben oder dafür bezahlen. Und dafür braucht es so einen Menschen, der sündlos war. Einen normalen Menschen konnte er dafür nicht gebrauchen, weil jeder von der Sünde Adam her infiltriert war. Also musste Gott selbst in Menschengestalt auftreten, in Form seines Sohnes, um ein dementsprechendes Opfer zu sein. Das prophetische Bild im Alten Testament dazu ist dieses, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und da hat Isaak auf dem Weg zum Berg Moria, glaube ich, heißt der Berg, irgendwann doch einmal die Frage gestellt, hier das Feuer und das Holz, aber wo ist nun das Schaf zum Brandopfer? Und da gab ihm Abraham eine sehr gute Antwort. Und Abraham hat mit Sicherheit hier prophetisch geredet, ohne dass er es wusste. Und Abraham sagte zum Isaak, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und dann gingen beide wieder weiter. Da war jeder zufrieden. Abraham wahrscheinlich weniger. Abraham war wahrscheinlich innerlich fix und fertig, geknickt. Kannst du dir vorstellen,
wenn du dein Kind opfern solltest und marschierst auf den Berg hoch und willst dann dein Kind umbringen und am Altar verbrennen, dann ist es nicht unbedingt lustig. Aber es war prophetisch, nicht bloß sein Wort, sondern auch die ganze Tat. Es war prophetisch auf Jesus hin. Und Abraham musste ja dann seinen Sohn doch nicht opfern. Gott hat eingegriffen und hat sein Wort wahrgemacht. Und plötzlich war da ein Schaf oder ein Witter im Gestrüpp verfangen. Und Gott hat Abraham gesagt, er soll aufhören, er braucht seinen Sohn nicht opfern. Jetzt ist dann dieses Schaf, dieser Witter, geopfert worden, was einfach wieder ein Bild hin ist auf Jesus. Also war das Ganze prophetisch zu sehen und ich glaube, beide waren dabei sehr glücklich, weil inzwischen hat der Isaak auch schon gemerkt, als er auf dem Altar lag, dass er jetzt dieses Opfer sein sollte. Als Gott dann Jesus seinen Sohn opferte, da musste er die Sache durchziehen. Er konnte nicht mehr sagen, halt, jetzt nehmen wir doch wieder ein Schaf, einen Witter. Gott hat die Sache durchgezogen. Und Gott hat seinen Sohn mindestens genauso geliebt und wahrscheinlich noch mehr wie Abraham seinen Isaak. Und trotzdem hat Gott es durchgezogen und hat seinen Sohn geopfert, um eben für alle anderen Menschen diesen Sieg zu vollbringen. Ja, dieses Opfer am Kreuz, dieser Tod am Kreuz und diese Auferstehung, das war ein absoluter Durchbruch in der Himmelswelt. Es war eigentlich der totale Sieg über Satan und seine Dämonen. Da gibt es einen Beweis dafür, das ist der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 14, der zweite Teil von dem Vers. Es steht, um durch den Tod den zunichte zu machen, oder in einer anderen Übersetzung, den außer Kraft zu setzen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Also durch den Tod von Jesus wurde der Teufel zunichte gemacht, er wurde außer Kraft gesetzt. Das ist die Übersetzung, die gefällt mir besonders gut. Der Teufel ist durch den Tod Jesu Christi außer Kraft gesetzt. Das musst du ganz fest merken, weil wenn du das im Glauben nehmen kannst und der Teufel irgendwann mal wieder an deine Tür klopft, dann hast du ihm das zu sagen. Es steht geschrieben, Teufel, also nicht lieber Teufel und auch nicht Herr Teufel, sondern einfach bloß Teufel. Du bist zunichte gemacht, du bist außer Kraft gesetzt in meinem Leben. In meinem Leben ist Jesus Herr, er regiert und du hast dich vor ihm zu beugen. Also dieses Opfer war der absolute Triumph in der Himmelswelt. Alles, was durch Adam verloren gegangen ist, ist durch diesen Sühnetod, das Sühneopfer zurückgeholt worden. Es war der Sieg über die Sünde der Welt, über Adams Sündenfall. Alles wurde letztendlich wieder auf Null gestellt. Es war das perfekte Sühneopfer. Und mit diesem einem Opfer, Hebräer 10, 14, mit diesem einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das ist auch eine Aussage, die sollst du dir einprägen, weil die gilt für dich, wenn du ein Gläubiger bist. Mit diesem einen Opfer hat Gott dich geheiligt und für immer vollkommen gemacht. Auch dann, wenn du dir nicht so vorkommst. Auch dann, wenn du immer wieder merkst, ich bin ja nicht vollkommen, ich bin ja nicht perfekt. Aber aus der Sicht Gottes, aus dem Blickwinkel des Kreuzes, das Opfer, das Jesus gebracht hat, sieht Gott dich vollkommen. Und zwar für immer. Alle deine Sünde wurde ausgetilgt, wurde gesühnt. Alles wurde auf den Jesus, auf dieses Opfer gelegt. Ein für alle Mal. Gerecht und sündlos bist du gemacht. Und dieses Opfer reicht in alle Ewigkeit für alle, die glauben. Es würde für alle Menschen reichen, aber es wird eben nur durch den Glauben gültig. Nicht durch Halten von Geboten und Gesetzen, sondern einfach durch den Glauben. Das ist wahre Gnade und das ist Gottes wahre Natur. So ist unser Gott. Gott ist nicht der strafende, der strenge, der gesetzesverliebte Gott. Seine wahre Natur ist einfach Liebe. Liebe zu den Menschen. Und aus dieser Liebe heraus hat er diese Gnade 100%ig zu uns kommen lassen.
Also die Gnade war nicht bloß so ein bisschen ein Vorschuss oder eine Starthilfe, damit du dann wieder schön sauber, brav nach dem Gesetz leben kannst oder musst, sondern nein, 100% ist 100%. Und die Gnade ist 100%. So sieht die Liebe Gottes aus, wenn sie sich in Gnade erweist. Weil was würde es nützen, wenn zwar Gott liebt, dich liebt, aber er würde dir deine Sünden nicht vergeben, sondern er würde sie dir anrechnen. Oder er würde dir immer noch Adams Sünde anrechnen. Dann wäre das nicht so diese perfekte Liebe. Das wäre keine Gnade. Sondern es wäre einfach nur Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Kennst du den Vers 2. Korinther 5,21? Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, jeder kennt den Vers, wir haben sogar ein Lied mit diesem Text, aber da steckt alles drin. Den Jesus, der Sünde nicht kannte, also nicht gesündigt hat und in dessen auch nicht Adams Sünde steckte, den hat er für uns am Kreuz zur Sünde gemacht, damit wir durch den Glauben seine göttliche Gerechtigkeit bekommen würden durch ihn. Und aus dem Vers kannst du ganz einfach ein super Bekenntnis machen. Und es ist immer wichtig, nicht bloß sagen, ja, ich weiß es ja, sondern mach immer gleich, wenn dir was einfällt oder wenn du was liest, ein kleines Bekenntnis draus, dass du das auf dich beziehst. Du kannst sagen, Jesus wurde zur Sünde gemacht, verurteilt und gekreuzigt und ich wurde da deshalb zur Gerechtigkeit Gottes gemacht und somit rechtskräftig freigesprochen und auch rehabilitiert. Und solche Glaubensbekenntnisse wirken sich einfach sehr positiv in dein Leben aus. Dann wird auch die Gerechtigkeit in deinem Leben Gerechtigkeit hervorbringen und Frucht bringen. Denn dir gehört die ganze Gerechtigkeit und die ganze Gnade zu 100% seit dem Tag oder der Stunde deiner Bekehrung und deiner Wiedergeburt. Aber sichtbar und offenbar und lebendig wird es, wenn du das anfängst zu glauben, wenn du das nicht bloß weißt, sondern glaubst und auch mit deinem Mund bekennst und dein Leben dementsprechend ausrichtest. Weil manchmal sieht es in deinem Umfeld nicht so aus, als ob du so gerecht wärst, als ob du so 100% Gnade hättest, als ob du so gesegnet wärst, wie die Bibel das sagt. Und dann kommt es immer darauf an, wem glaube ich jetzt? Glaube ich dem Wort der Bibel oder glaube ich den Umständen, die vor Augen sind? Als Christ, das musst du auch wissen, auch wenn du 100% gerechtfertigt bist und 100% Gnade hast, du musst trotzdem in ihr wachsen. Und zwar in der Erkenntnis der Gerechtigkeit. Es gibt so viele Christen, die wissen es einfach nicht. Sie meinen einfach immer noch, sie sind Sünder, sie meinen einfach immer noch, sie müssen die Gebote halten, um Gott zu gefallen. Sie wissen es nicht oder vielleicht wissen sie es und sie zweifeln noch daran, weil ihnen ein anderes, ein falsches oder ein verfälschtes Evangelium gepredigt wurde. Und dementsprechend sind auch die Früchte nicht so da, wie sie sein sollten. Aber wenn du dich immer wieder mit dem Thema beschäftigst und das in Fleisch und Blut, sage ich jetzt einfach, übergeht, zur Offenbarung in dir wird, dann werden die Früchte dementsprechend auch kommen. Deshalb sollst du als Christ dich so lange mit der Lehre der vollen Rechtfertigung aus Glauben beschäftigen, bis es wirklich zur Offenbarung in deinem Herzen wird. Das ist ein Riesenunterschied, ob du Wissenserkenntnis oder ob du Offenbarungserkenntnis hast. Eine Wissenserkenntnis kannst du schnell erlangen. Wenn du ein bisschen intelligent bist und gut lesen kannst, dann liest du Bibel, dann liest du die Bücher drüber, dann hörst du Predigen, dann hast du mal die Wissenserkenntnis. Aber so Offenbarungserkenntnis wird es dann, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du das in dir leben lässt, wenn du dann auch so weit kommst, dass du das auch dann noch glaubst und umsetzt, wenn es mal ganz anders ausschaut, wenn du dabei bleibst und einfach in diesem Glauben leben kannst. Aus diesem Wissen wird nur Offenbarung, wenn du mit diesen Verheißungen, die uns gegeben sind, oder mit diesen Worten aus der Bibel, wenn du mit denen dementsprechend umgehst. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, wenn du darüber meditierst, sagt man heute. Das heißt, du liest, du betest, sagst, Herr, zeig mir's, was bedeutet das, offenbar mir's im Glauben, offenbar mir's in meinem Herzen, du denkst darüber nach,
du sagst, ja, jetzt habe ich mein Kapitel wieder gelesen, Pflicht erfüllt, sondern du beschäftigst dich mit dem Thema, du sprichst es auch immer wieder aus, bis diese Verheißungen, bis diese Tatsachen, die Jesus vollbracht hat, in deinem Herzen sich mit Glauben verbinden. Das heißt, dass sie Wurzeln schlagen, diese Worte Gottes, und fest in deinem Herzensboden verwurzelt werden, weil dann geht die Pflanze auf und dann wird sie Frucht hervorbringen, wie Jesus gesagt hat, 30, 60 und 100-fältig. Also dein Verstandeswissen ist ja schon mal nicht schlecht, aber das reicht nicht aus, um Frucht zu bringen. Frucht bringt erst die Offenbarung darüber, wenn im Herzen das klipp und klar ist. Und ebenso ist es auch mit dem Thema der Liebe Gottes. Du kannst zwar wissen, dass Gott dich liebt, aber es ist deswegen noch keine Offenbarung. Und es ist genauso wie mit der Rechtfertigung oder mit der Gnade. Beschäftige dich damit, weil es sind so die Basisdinge, die du brauchst. Weil wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich 100% liebt in allen Bereichen, wie du bist, dann tust du dich in allen anderen Dingen auch schwer. Du musst wissen, du bist bedingungslos geliebt und voll begnadigt, seitdem du gläubig geworden bist. Jetzt habe ich da noch 3 Bibelstellen, die uns das eigentlich klar machen, dass man in diesen Bereichen wachsen soll und kann. Das ist 1. Petrus 2,2. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Also man kann wachsen, diese unverfälschte Milch, das ist das klare, reine, saubere Evangelium. Petrus benutzt halt dieses Bild von der Milch, das einem neugeborenen Kind gibt, das da begierig ist, mich hungert, jetzt wird geschrien, ich brauche Nachschub. So sollst du sein mit dem Wort Gottes. Ich will es hören, ich will es verstehen, ich will Offenbarung darüber bekommen, ich will darin wachsen zur Rettung letztendlich. Es ist jetzt nicht die Rettung gemeint, dass ich jetzt dann in den Himmel komme, sondern eine Rettung, dass die Segnungen kommen, dass die Früchte hervorkommen. Im 2. Petrusbrief 3,18 ist noch deutlicher: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also auch in der Gnade, obwohl sie ja 100% da ist, kannst du wachsen, weil du sie immer mehr erkennen kannst. Ja, viele meinen, ja, ein bisschen Gnade habe ich schon, den Rest muss ich mir noch erarbeiten. Das stimmt halt einfach nicht, und darum kannst du wachsen da drin. Und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Es gibt so viele Leute, die haben von Jesus gehört und sie wissen, dass die Christen sagen, Jesus ist der Heiland oder er ist der Sohn Gottes und er sollte da mal gekreuzigt worden sein und auferstanden. Das wissen die alle. Aber sie haben keine Erkenntnis über Jesus Christus. Das heißt, sie kennen ihn nicht. Das ist der Unterschied. Wir als wiedergeborene Christen, wir kennen ihn und wir sollten ihn aber noch viel intensiver kennenlernen. Ihn persönlich, nicht bloß sein Buch, so richtig die Bibel und wichtig die ist, aber du darfst nicht beim Buchstaben stehen bleiben, von der Bibel weg, weitergehen und zur Person kommen, ihn kennenlernen. 2. Korinther 9,10 ist auch noch so ein Vers: Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Also umso mehr du dieses Wort, diesen Samen über Gerechtigkeit aus Glauben reinsäst in dein Herz, umso eher und umso mehr werden auch die Früchte der Gerechtigkeit wachsen. Und es sind Segnungen in allen Bereichen. Und du wirst Recht bekommen, wo es notwendig ist, weil Gott zu seinem Wort steht. Gut, jetzt gehen wir ein Stück weiter. Du als Christ, du musst wissen, dass du in dieser Welt nicht mehr allein bist und dass du nicht auf dich allein gestellt bist. Und da gebe ich dir jetzt ein Wissen, und dieses Wissen soll aber dann in dir zur Offenbarung werden. Also du bist nicht allein und du bist nicht auf dich allein gestellt. Wie kann man sowas behaupten? Weil die Bibel uns sagt, dass der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, der wirklich allmächtige Gott, dein liebender Papa ist. Er ist nicht bloß Gott, er ist nicht bloß Vater, so der Ferne, sondern er
ist dein liebender Papa. Wenn du nimmst, Johannes 16, 27, sagt Jesus, denn der Vater, aber wenn man einen Urtext nimmt, denn der Papa selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Deutlicher konnte es Jesus auch gar nicht mehr ausdrücken. Papa selbst hat euch lieb. Er hat nicht bloß Jesus lieb, sondern er hat all seine Kinder lieb. Und all seine Kinder mindestens genauso lieb, wie er Jesus lieb hatte. Man könnte sogar so weitergehen und sagen, er liebt seine anderen Kinder noch mehr als Jesus, weil er hat sich entschieden, Jesus ans Kreuz zu geben, um uns zu retten. Dann könnte man einfach noch rückschließen, er liebt uns noch mehr wie Jesus. Weil wenn er Jesus ein bisschen mehr lieben würde wie uns, dann hätte er Jesus nicht ans Kreuz geschickt, dann hätte er gesagt, dann müsst ihr für eure Sünden büßen. Also Gott ist ein liebender Papa. Und das ist die Basis für den ganzen Glauben. Weil wenn du nicht weißt, dass er dich wirklich 100%ig liebt, dann hast du kein Vertrauen in ihn. Dann bist du misstrauisch, ob er nicht doch wieder irgendwo was im Schilde führt, um mich zu demütigen oder zu strafen oder zu prüfen. Weil viele sagen, ja, wenn etwas Schlimmes läuft, Gott prüft mich wieder einmal so schwer. Nein, der Vater, unser Papa, liebt uns so sehr. Er hat alles auf Jesus gelegt. Du bist innig geliebt von deinem himmlischen Papa, dem allmächtigen Gott. Der zweite Punkt ist Jesus, der König. Und die Bibel sagt, er will unser Freund sein oder er ist unser Freund. Also Gott ist unser Papa und Jesus, der König Jesus, ist unser Freund. Johannes 15, 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also Jesus nennt die Seinen Freunde. Und das ist ein Vorrecht. Jesus ist nicht bloß dein König, was ja schon super ist. Er ist noch mehr. Er ist dein Freund und wenn er es noch nicht ist, er will es auf jeden Fall sein. Er ist dein Freund und du sollst sein Freund sein. Das können wir schon daran feststellen, wie es heißt hier, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus getan. Er hat sein Leben hingegeben für seine Freunde. Und Freunde, die verbringen Zeit miteinander. Freunde, die machen Dinge miteinander. Sie tauschen sich aus, sie haben keine Geheimnisse voreinander und sie helfen sich und so weiter und so fort. Du kannst dir selber darüber Gedanken machen, was dieses Wort Freund eigentlich bedeutet. Aber es ist schon, ein Freund von jemandem zu sein, ist schon eine ganz besondere Sache. Also nicht schon ein Kumpel, sondern wirklich ein Freund. So wie Abraham. Bei Abraham schreibt der Jakobus, er wurde Freund Gottes genannt. Also Abraham war schon wirklich mit seinem Papa oder auch mit Jesus in dem Sinn auf Du und Du. Wenn du das mir anschaust, wie Gott mit Abraham wegen Sodom und Gomorra gehandelt hat, oder Abraham besser gesagt mit Gott, also Gott hätte den Abraham nicht fragen müssen, was er tut und was er nicht tut. Aber Abraham war sein Freund und er hat sich mit seinem Freund in dem Fall ausgetauscht. Und Abraham hat einiges erwirkt. Leider waren zu wenig Gerechte in diesen Städten, also wurden sie zerstört, aber der Lot und seine Sippe ist vorher noch rausgeholt worden. Das hat Abraham damit erwirkt. Und wenn wir Freunde Gottes sind oder Freunde Jesus sind, können wir vieles erwirken. Heißt es nicht einmal, dass viel vermag das Gebet eines Gerechten, wenn es ernst gemeint ist oder wenn es ein echtes Gebet ist, von Freund zu Freund, von Du und Du, nicht bloß vom Knecht zum König oder so, sondern wirklich ein Gebet von Freund zu Freund. Ja, dann kann es nämlich sein, dass dein Freund Jesus dir bestimmte Dinge ins Herz gibt, wo er erwartet, dass du eintrittst in der Fürbitte im Gebet, weil Jesus ja nicht will, dass Dinge zerstört werden, weil Jesus ja nicht will, dass Satan die Oberhand hat auf dieser Erde. Und er will mit dir, mit seinem Freund zusammenarbeiten. Und da kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt. Die dritte Person der Gottheit,
der Heilige Geist. Er ist unterm Strich auch die Kontaktstelle. Der Heilige Geist, sagt uns die Bibel, ist gegeben als unser Helfer, Beistand und Lehrer. Mit ihm kannst du zusammenarbeiten. Dieser Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, ist nämlich in dir. Und er will dich führen, er will dir Rat geben, er will dich stärken und dich schützen. Und dieser Heilige Geist hat sogar Gaben vom Vater mitgebracht. Wenn du so willst, er ist die ausführende Kraft der Dreieinigkeit letztendlich. Die ausführende Kraft. Der Heilige Geist ist es, der die Wunder wirkt. Er ist der Wunderwirker und er ist dir gegeben, dass du mit ihm zusammen die Dinge tust. Und das sind so wirklich Dinge, die du als Christ unbedingt immer wieder auch hören musst, immer wieder dir selber auch geben musst. Du bist nicht allein. Der liebende Papa ist der allmächtige Gott. Jesus ist dein Freund. Der Heilige Geist ist dein Helfer, Beistand und Lehrer. Und es wird dir immer mehr offenbar, sobald du dieses Opfer des Lammes Gottes in deinem Leben in den Mittelpunkt stellst, wenn du sein lebendiges Wort in dich aufsaugst, darüber nachdenkst, meditierst, glaubst, bekennst. Das ist einfach dieser Schlüssel dazu, aus Wissenserkenntnis Offenbarungserkenntnis zu machen. Und seine Herrlichkeit wird sich Stück für Stück immer mehr in deinem Leben offenbaren. Also denk dran, Gott hat für ein Opfer gesorgt. Nicht du musst irgendwas opfern. Das einzige Opfer, das im Neuen Testament drinsteht, was wir bringen, ist ein Lobpreisopfer. Und da ist der Ausdruck Opfer eigentlich für mich persönlich ganz fehl am Platz, weil das nicht ein Opfer ist, weil Gott loben und preisen über das, was er da getan hat, über dieses wunderbare Erlösungswerk. Ich denke, dass das nicht als für uns ein Opfer sein soll, sondern ja, etwas, was man gerne tut. Und wenn das Herz voll ist, geht der Mund sowieso über die Dankbarkeit und Lobpreis und auch Anbetung. Aber beschäftige dich damit, lass dich nicht einlullen von den ganzen Dingen der Welt, weil wir wissen ja, dass der Same auch erstickt werden kann, der ins Herz gesät wird. Lass es wirklich verwurzelt sein und es wird Frucht bringen. Das Wort Gottes ist nämlich lebendig und wirksam. Und es hat die Natur in sich, dass genau das, was es sagt, auch hervorbringt. Aber es muss im Herzen verwurzelt sein. Wenn es in der Bibel drin verwurzelt ist und drin steht, mit Tinte oder mit Druckerschwärze auf dem Papier, da wächst nichts raus. Also aus meiner Bibel ist noch nichts rausgewachsen. Wenn aber das in meinem Herzen Frucht bringen oder verwurzeln kann, dann kann es auch Frucht bringen. Es ist die geistliche Welt, die hat mit unserem inneren Menschen, mit dem Herzen, mit dem Geist ganz viel zu tun. Es ist eine ganz andere Ebene wie die Verstandesebene. Ich sage nicht, dass der Verstand falsch ist, aber höher ist die geistliche, viel höher ist die geistliche Ebene. Gut.